es geht genau wieder so weiter. Gehen Sie arbeiten. Ihr Job, Frau Präsidentin, ist eine neutrale Präsidiumsleitung. Und dieses Geifern geht wirklich auf den Sender. Hey Leute, Alice Weidel zerlegt die Grünen und das in einem Chaos-Bundestag, wo nur reingebrüllt wird. Und was macht die Präsidentin? Nichts. Absolute Eskalation, aber Weidel bleibt eiskalt und haut den genialen Spruch raus. Gehen Sie arbeiten. Wie die Grünen komplett ausrasten und Weidel sie gnadenlos auseinandernimmt, das müsst ihr sehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Szene haltet. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt das Video, damit jeder sieht, was hier abgeht. Auf geht's! Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, Grün-Rot ist gescheitert. Die Bürger haben genug von der ideologischen Transformation von linksgrünen Sektierern, wie sie hier in der Regierung gesessen haben. Aber auch Sie, Herr Merz, Sie sind bereits gescheitert, denn das, was Sie betreiben, ist Wählertäuschung. Sie werden nichts von Ihren Versprechungen umsetzen können mit Grün-Rot. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Sie werden damit lediglich erreichen, dass das von Ihrer Angela Merkel und von Grün-Rot auf die Spitze getriebenes Zerstörungswerk an unserem Land fortgesetzt wird. Und die notwendigen Reformen, die Deutschland wieder in Ordnung bringen, werden Sie damit nur unnötigerweise verzögern, aber Gott sei Dank nicht mehr verhindern können. Die Migrationswende, die Wirtschafts-, Energie- und Steuerwende und das Umsteuern in der Gesellschaftspolitik wird kommen. Und es wird nur möglich sein mit der Alternative für Deutschland. Wie würde ein Deutschland aussehen, in dem die Alternative für Deutschland als Regierungspartei ihr Programm verwirklichen würde? Es wäre ein Deutschland mit gesicherten Grenzen und einem Grenzschutz, der illegaler Migration und grenzüberschreitender Kriminalität einen wirksamen Riegel vorschiebt und nur jene ins Land lässt, die einen legalen Anspruch auf Aufenthalt in unserem Land haben. Es wäre ein Deutschland mit einem modernisierten Asylrecht, das nicht länger dem Missbrauch zur illegalen Einwanderung Tür und Tor öffnet, sondern an der Aufnahmefähigkeit unseres Landes ausgerichtet ist. Dieses Deutschland hätte ein von Grund auf reformiertes, ich weiß nicht, was Sie hier eigentlich im Bundestag machen. Sie, die Grünen. Das machen Sie ja eigentlich. Sie sind nur am Dazwischenrufen, Sie sind nur am Grölen. Dieser geifernde Kindergarten hier, was machen Sie ja eigentlich? Sie machen Politik gegen die Bevölkerung. Unser Deutschland, unsere Zukunftsvision hätte ein von Grund auf reformiertes Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht, das all jenen offen steht, die hier arbeiten, Steuern zahlen und die sich mit dem Nationalstaat der Deutschen, seiner Kultur und Rechtsordnung identifizieren und einen positiven Beitrag dazu leisten wollen, dass aber notorischen Kriminellen, religiösen Extremisten und allen, die seine Aufnahmebereitschaft ausnutzen wollen, konsequent die Türe weist. In diesem Deutschland hätte die Achtung vor dem Recht und die Gleichheit aller vor dem Gesetz wieder unbedingte Gültigkeit. Es wäre ein Land, in dem die Freiheit der Bürger nicht nur Lippenbekenntnis ist, sondern im Zentrum der Rechts- und Werteordnung steht. Frau Präsidentin, diese Zwischenrufe. Also das können Sie Ihrer eigenen Fraktion ja auch mal sagen, die hier permanent reinrufen. Sie wissen, dass das nicht geblockt ist. Sie müssen neutral bleiben. Ihr Job
Job, Frau Präsidentin, ist eine neutrale Präsidiumsleitung. Und dieses Geifern geht wirklich auf den Sender. Es ist wirklich mühsam. Und diese Leute haben hier im Bundestag nichts verloren. Sie haben alle noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Noch nie in ihrem Leben haben sie hier gearbeitet. Das machen sie hier. Wir wollen ein Land, in dem Grundrechte, Abwehrrechte des Einzelnen gegen, es geht genau wieder so weiter. Gehen Sie arbeiten. Dazu haben Sie ab übernächster Woche haben Sie dann die Gelegenheit, wenn Sie weiter dezimiert sind. Gehen Sie arbeiten, suchen Sie sich einen Job. In dem Grundrechte, Abwehrrechte des Einzelnen gegen staatliche Übergriffe sind und von den Mächtigen nicht als zugeteilte Gnadenakte missverstanden werden, die sie nach Belieben zugestehen oder entziehen könnten, nachdem man sie mit steuerfinanzierten Kampagnen überzogen hat. Die Gerichte hätten in diesem Land die vornehmste Aufgabe, unbestechlich, unabhängig Recht zu sprechen, ohne Ansehen der Person oder Gesinnung. Die Besetzung der obersten Richterämter wäre dem Einfluss der Parteien entzogen, und die Staatsanwaltschaften wären von Weisung der Justizminister unabhängig. Denn die Judikative hat als dritte Gewalt die Exekutive zu kontrollieren und nicht zu bestätigen. Der Verfassungsschutz und Inlandsgeheimdienst würden von Grund auf reformiert. Das Staatsvolk, die Gesamtheit der Staatsbürger, ist der Souverän, und er sollte seine Stimme nicht nur in Parlamentswahlen abgeben, sondern auch in Volksbegehren und Volksentscheiden über die zentralen Fragen direkt abstimmen können. Wir wollen direkte Demokratie in Deutschland. Frau Dr. Weidel, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Herrn Buschmann? In diesem Land gäbe es eine vielfältige Medienlandschaft, die darum wetteifert, die Mächtigen zu kontrollieren, genau auf die Finger zu schauen, statt sich als Sprachrohr anzudienen. Der Wettbewerb würde nicht länger durch einen üppig mit Zwangsgebühren finanzierten öffentlichen Mediensektor verzerrt, der seine journalistische Unabhängigkeit längst abgegeben hat. Die Rundfunkgebühren würden abgeschafft. Steuergelder würden in diesem Land sparsam erhoben. Eine gute Regierung achtet, was die Bürger sich in harter Arbeit sauer verdient haben, und beansprucht davon nicht mehr, als für die Erfüllung ihrer wenigen Kernaufgaben unbedingt erforderlich ist. Eine gute Regierung respektiert das Eigentum der Bürger und vergreift sich nicht mit Vermögens-, Erbschafts- und überzogenen Einkommens-, Unternehmens- und Konsumsteuern daran. Ein gut regierter Staat bevormundet und gängelt seine Bürger nicht. Er verteilt ihr Geld nicht in alle Welt und auch nicht an ideologische Lobbygruppen und Günstlinge, um sich ihre Gefolgschaft zu erkaufen. Er lässt dem Steuerzahler so viel wie möglich netto vom Brutto in der Tasche, damit er für sich selbst, seine Familie und für seine Zukunft vorsorgen kann. Er mischt sich nicht in seine private Lebensgestaltung ein und auch nicht in die Erziehung seiner Kinder. Und er maßt sich nicht an, vom Kind bis zum Greis die Bevölkerung ideologisch zu indoktrinieren. Eine gute Regierung weiß, dass bürgerliche Mittelschicht und unternehmerischer Mittelstand das Rückgrat von Wohlstand, Prosperität und Bürgerlichkeit im Lande sind. Eine gute Regierung weiß und achtet um die unternehmerische Freiheit und sorgt lediglich dafür, dass innere und äußere Sicherheit, rechtsstaatliche Ordnung und eine funktionierende Infrastruktur, ein leistungsorientiertes und weltanschaulich neutrales Bildungssystem sowie soziale Fürsorge für diejenigen, die sich nicht selbst helfen können, gewährleistet sind. Ein funktionierendes Deutschland hätte seine eigene starke Währung, die sicherstellt, dass das von den Menschen erarbeitete Volksvermögen im Lande bleibt und seinen Wert behält.
Es hätte eine eigene unabhängige Zentralbank, eine Bundesbank, die es nicht zulässt, dass die Politik die Bürger über die Inflation, die unsozialste aller Vermögensteuern, kalt enteignet. Ohne eine funktionierende, jetzt sind wir wieder bei Ihnen, ohne eine funktionierende, sichere und günstige Energieversorgung keine florierende Wirtschaft. Deutschland hat die höchsten Energiepreise weltweit, weil Sie alle hier in diesem Hohen Hause unsere Energieinfrastruktur zerstört haben. Statt unsere Landschaften weiter mit viel zu teuren, hochsubventionierten Windrädern und Solarspiegeln zu zerstören, die bei Dunkelheit und Flaute keinen Strom liefern, würde eine vernünftige Regierung deshalb das Subventionsmonster, nee, ich lache über Sie, weil Sie sich nicht benehmen können. Sie können sich nicht benehmen, das sind Sie Ihren Wählern schuldig. Machen Sie doch einfach seriöse Politik. Sie haben dieses Land kaputt gefahren, und dafür werden Sie beim Wähler auch abgestraft. Sie werden hier nächste Woche so nicht mehr sitzen. Eine vernünftige Regierung würde deshalb das Subventionsmonster Energiewende stoppen, und zwar sofort. Den Wiedereinstieg in die Kernkraft forcieren, und zwar sofort. Und günstiges Öl und Erdgas auch da kaufen, wo es am günstigsten ist. Und eine vernünftige Regierung würde eine ruinöse Energiepolitik beenden, die nur dem eigenen Land schadet. Wir werden damit Schluss machen. Ein gut regiertes Deutschland hätte eine funktionierende Armee, die von Verbündeten und Gegnern auch ernst genommen würde, und eine Außenpolitik, die auf Ausgleich und gute wirtschaftliche, politische Beziehungen mit allen Nachbarn und Großmächten bedacht ist. Es würde eine Diplomatie betreiben, die sich nicht von Stimmung in kriegerische Auseinandersetzungen hineinziehen lässt, sondern als ehrlicher Makler für den Frieden eintritt. Es hätte eine Außenpolitik, die stets die Interessen des eigenen Landes im Auge hat und mit Vernunft und Geschick vertritt und sich nicht mit weltfremder Schulmeisterei und moralpolitischem Größenwahn zum Gespött der Welt macht. Uns leitet die Überzeugung, dass der souveräne Nationalstaat die Grundlage für Demokratie, Freiheit, Wohlstand und Selbstbestimmung ist. Wir wissen, dass verantwortungsbewusste Politiker Diener der Menschen in diesem Land sind und dass die selbstbewusste Vertretung nationaler Interessen ihre vornehmste Aufgabe. Deshalb treten wir ein für ein Deutschland, das auf den Respekt vor der Freiheit, die unbedingte Achtung des Rechts und der Gleichheit vor dem Gesetz und auf die Einigkeit in der Verteidigung dieser Werte gegründet ist. Das ist unsere Vision für Deutschland. Unsere Hand ist ausgestreckt für alle, die sie mit uns realisieren wollen. Und es liegt an Ihnen, ob Sie diese Hand ergreifen. Unser geliebtes Deutschland hätte es längst verdient. Also Leute, das hat gesessen. Alice Weidel haut hier einen raus. Und die Grünen, die benehmen sich wirklich wie aufgescheuchte Hühner auf der Stange. Viel Gegacker, aber nichts dahinter. Der Spruch, gehen Sie arbeiten, war der absolute Höhepunkt. Da bleibt nur zu sagen, Treffer versenkt. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt kritisch und wachsam.